Unbeschränkte Steuerpflicht, steuerliche Ansässigkeit, wie hängt das eigentlich zusammen? Hat das eine mit dem anderen etwas zu tun? Ist es möglicherweise sogar das Gleiche? Das sind sehr wichtige Fragen im internationalen Steuerrecht und genau damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern, dann sind ja die steuerlichen Fragen wie jene, die wir in diesem Video betrachten, für dich sehr relevant. Da gibt es viele Missverständnisse, sehr viel Konfusion. Man hat das deutsche Steuerrecht, man hat Doppelbesteuerungsabkommen, man hat gewisse steuerliche Vorteile im Ausland möglicherweise, weiß nicht, ob man die nutzen kann. Da gibt es ja auch noch Rückfallklauseln, da gibt es die Wegzugsteuer, da gibt es die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Kurz und gut, es ist ein Dschungel, in dem man sich sehr einfach verheddern kann. Wenn auch du steuerliche Klarheit willst und diese Themen einmal sehr intensiv in wenigen Tagen in einer Gruppe sehr interessanter Gleichgesinnter besprechen willst, dann lade ich dich gerne ein zu einem unserer interessanten Auswanderseminare und Erlebnisreisen zu kommen. Diese veranstalten wir regelmäßig zu den verschiedensten Ländern und Themen. Zum Beispiel Auswandern in die Schweiz, Auswandern in die USA, Serbien, Georgien, Irland, Philippinen, also jede Menge interessanter Länder und Themen. Wenn du Unternehmer bist, wenn du Freiberufler bist, Investor oder Leistungsträger und Deutschland verlassen möchtest, und natürlich auch Österreich selbstverständlich, dann sind das Seminare, die für dich von unersetzlichem Wert sein können. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald bei einem unserer Seminare kennenlernen zu können. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wenn wir über internationale Steuerthemen sprechen, dann schmeißen wir oftmals die verschiedensten Begriffe in einen Topf und keiner weiß so wirklich, was eigentlich welcher Begriff genau bedeutet. Und das kann dann bei der steuerlichen Planung unter Umständen auch schon mal fatal werden. Zwei solcher Begriffe sind zum Beispiel die unbeschränkte Steuerpflicht und dann das Thema der steuerlichen Ansässigkeit. Viele denken im Grunde, damit wäre das Gleiche gemeint. Also, dass wenn ich irgendwo steuerlich ansässig bin, bin ich damit gleichzeitig auch unbeschränkt steuerpflichtig. Aber ob das wirklich so ist, das wollen wir uns einmal in diesem Video genauer anschauen. Da gibt es vielleicht überraschende Nuancen und Unterschiede, die dir bisher noch gar nicht so klar waren. Aber wenn du auswandern willst, wenn du planst, ins Ausland zu ziehen und vor allen Dingen, wenn du auch planst, steueroptimiert ins Ausland zu ziehen, dann ist es unglaublich wichtig, dass du dich mit diesen Begrifflichkeiten und was sie bedeuten und was die Konsequenzen für dich sind, vertraut machst. Zunächst einmal wollen wir uns den Paragraphen 1 des Einkommensteuergesetzes in Deutschland anschauen. Übrigens, in Österreich ist es ähnlich gehalten. Dort wird definiert, wann du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. So, hier haben wir es, Paragraph 1 des Einkommensteuergesetzes. Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig. Das ist ja zunächst mal eine interessante Formulierung, denn du wirst feststellen, da steht nichts drin von Lebensmittelpunkt, da steht nichts drin von Ansässigkeit, da steht nichts drin von 183 Tagen und all den schönen anderen Dingen, die man normalerweise mit einer Steuerpflicht verbindet. Ich lese es nochmal vor. Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig. Das hat ja weitreichende Implikationen. Denken wir zum Beispiel an den Mitarbeiter eines internationalen Konzernes, der in Deutschland angestellt ist und dann nach Frankreich entsandt wird. Sagen wir einmal für 3 Jahre. Sagen wir einmal, er zieht mit seiner ganzen Familie um. Die ganze Familie wohnt in Frankreich und hält sich noch in Frankreich auf. Aber der Betroffene hat ein Eigenheim in Deutschland, möchte dieses auch nicht vermieten. Das heißt, er behält seinen Wohnsitz weiter. Wenn ich jetzt der Analogie des Einkommensteuergesetzes folge, dann wäre diese Person ja in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig. Denn wir haben ja gerade gelesen, jemand, der einen Wohnsitz in Deutschland hat, ist in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Nun, da darf man gespannt sein, was die Franzosen dazu sagen. Denn die Franzosen würden ja sagen, du hast einen Wohnsitz in Frankreich, du wohnst hier mit deiner Familie, du hältst dich in Frankreich das ganze Jahr auf, du hast deinen Job in Frankreich, du hast dein Bankkonto in Frankreich. Wir wollen dich in Frankreich mit deinem gesamten Welteinkommen
besteuern. So, wie kann man jetzt diesen Konflikt auflösen? Und das ist der Punkt, wo die Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel kommen. Da finden wir dann auf einmal Begriffe wie Lebensmittelpunkt oder Ansässigkeit. Ich bleibe bei meinem Beispiel Deutschland-Frankreich und zeige dir nun einmal das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich, um zu belegen, was genau ich meine. So, hier haben wir das Abkommen. Unter Artikel 2 bei Begriffsbestimmungen werden wir dann auch schon gleich fündig. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet eine in einem Vertragsstaat ansässige Person, da hast du das Wort der Ansässigkeit, eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmales steuerpflichtig ist und umfasst auch diesen Staat, seine Länder und ihre Gebietskörperschaften. Also hier wird die Ansässigkeit definiert und wie gesagt, das ist ein wichtiges Detail, denn wenn wir von Ansässigkeit sprechen, dann ist das ein Begriff, der aus dem Abkommensrecht kommt. Das hat also primär mal nichts mit dem deutschen Steuerrecht zu tun. Dort wurde ja der Begriff Ansässigkeit nicht verwendet. Aber er ist ein Begriff, der sehr häufig und intensiv in den Doppelbesteuerungsabkommen verwendet wird. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Beispiel, was ich gerade eben gemacht habe, der Mitarbeiter wird von Deutschland entsandt. Er ist jetzt in Frankreich. Er hat in Frankreich einen Wohnsitz. Er hat in Frankreich seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Lebensmittelpunkt haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Kommen wir gleich mal drauf. Das heißt, er gilt in Frankreich als steuerlich ansässig. Aber Achtung! Er hat ja auch noch einen Wohnsitz in Deutschland. Also würde er ja gemäß dieser Definition auch noch in Deutschland ansässig sein. Ich parke diesen Gedanken mal und fahre hier im Text des Doppelbesteuerungsabkommens fort. Ist nach Buchstabe A eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, und das ist ja genau der Fall, den ich beschrieben habe, so gilt Folgendes. Die Person gilt als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt. Interessanterweise wird hier nicht der Begriff Wohnsitz verwendet, obwohl oben auf einen Wohnsitz hingewiesen wird. Hier steht jetzt Wohnstätte. Das ist auch ein interessantes Detail, aber damit beschäftigen wir uns mal in einem anderen Video. In diesem Kontext gehen wir davon aus, dass Wohnstätte mit Wohnsitz gleichzusetzen ist. Verfügt sie in beiden Vertragsstaaten über eine ständige Wohnstätte, also das Beispiel, das wir gerade eben besprochen haben, so gilt sie als in dem Vertragsstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat. Mittelpunkt der Lebensinteressen. Hier ist jetzt also zum ersten Mal vom Lebensmittelpunkt die Rede. Das heißt also, in dem Vertragsstaat, in dem sich der Lebensmittelpunkt befindet, wo sich meine tägliche Arbeit befindet, wo sich meine Familie befindet, mein Ehepartner, meine Kinder, in diesem Staat gelte ich dann als ansässig im Sinne dieses Abkommens. So, und das ist jetzt ja ein extrem wichtiger Punkt, denn in diesem Abkommen wird jetzt sehr viel dann von Ansässigkeit gesprochen. Das Abkommen bestimmt ja, wo welche Einkünfte zu besteuern sind. Und hier würde jetzt also Frankreich ganz klar die Oberhand haben. Also letztlich müsste man davon ausgehen, dass ein Großteil der Einkünfte, inklusive zum Beispiel auch Einkünfte aus Kapitalvermögen, dann in Frankreich zu besteuern sind. Denn die steuerliche Ansässigkeit ist ja durch den Lebensmittelpunkt in Frankreich belegen. Kommen wir jetzt nochmal zurück auf das Einkommenssteuergesetz. Hier wird ja, wie gesagt, nicht von Lebensmittelpunkt gesprochen. Hier legt man sich auf den Wohnsitz bzw. den gewöhnlichen Aufenthalt fest. Da also der Deutsche in unserem Beispiel nach wie vor einen Wohnsitz in Deutschland hat, bleibt die unbeschränkte Steuerpflicht nach deutschem Recht bestehen, auch wenn die steuerliche Ansässigkeit nach internationalem Recht, und das Abkommen ist ja internationales Recht, sich in Frankreich befindet. Das heißt ganz konkret, dass der Betroffene nach wie vor, auch wenn er in Frankreich wohnt, in Deutschland eine Steuererklärung einreichen muss, als unbeschränkt Steuerpflichtiger, dass er sich aber auf das Abkommen berufen kann mit Frankreich, aus dem wir gerade zitiert haben und im Grunde genommen sagen kann, die Einkünfte, die ich erzielt habe, während ich in Frankreich gelebt habe, inklusive zum Beispiel meine Einkünfte aus Kapitalvermögen, sind in Frankreich zu besteuern und deshalb in Deutschland von der Steuer ausgenommen. Die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bedeutet somit also vor allen Dingen eine Erklärungspflicht. Sie bedeutet nicht unbedingt, dass ich dann wirklich in Deutschland Steuern bezahlen muss.
Wo ich Steuern bezahlen muss, entscheidet das Abkommen. Aber ich muss auf jeden Fall eine Steuererklärung einreichen. Tatsächlich übrigens kann man sich von der Pflicht, eine Steuererklärung einzureichen, befreien lassen in Deutschland, wenn es dort nichts zu erklären gibt. Das geht. Aber wie gesagt, grundsätzlich bleibt die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bestehen, selbst wenn nach dem Abkommensrecht die steuerliche Ansässigkeit in Frankreich liegt und nicht mehr in Deutschland. So, jetzt könnte ja der deutsche Staat kommen und sagen, naja, das ist ja wunderbar, dass du uns hier erzählst, dass du jetzt in Frankreich wohnst, dass du in Frankreich Steuern zahlst, aber das glauben wir dir nicht, lieber Mann, das musst du uns jetzt erstmal beweisen. Und hier kommt jetzt das sogenannte steuerliche Ansässigkeitszertifikat zum Einsatz. Das steuerliche Ansässigkeitszertifikat ist eine Bestätigung eines Landes für ein anderes Land, dass man im Kontext des gemeinsamen Abkommens im erstgenannten Land steuerpflichtig ist. Der Betroffene aus meinem Beispiel kann also nun zu den französischen Steuerbehörden gehen und sagen, der deutsche Staat möchte gerne von mir ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat haben. Dann wird Frankreich spezifisch für Deutschland, spezifisch für den deutschen Staat, ein solches Ansässigkeitszertifikat ausstellen. Dieses steuerliche Ansässigkeit kann ich dann den deutschen Behörden vorlegen und damit bestätigen, dass ich in Frankreich steuerpflichtig bin. Und dann muss ich in Deutschland entsprechend keine Steuern auf die Einkünfte bezahlen. Jedenfalls, wenn es so im Abkommen bestätigt ist. Manche Einkünfte werden natürlich weiterhin in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Zum Beispiel deutsche Mieteinnahmen. Selbst wenn ich in Frankreich wohne, werde ich darauf immer in Deutschland Steuern bezahlen müssen. Wenn ich von Frankreich das steuerliche Ansässigkeitszertifikat beantrage, dann muss ich den Franzosen nachweisen, dass ich auch wirklich in Frankreich steuerpflichtig bin, dass ich auch wirklich die Bedingungen des Abkommens erfülle. Dass ich da zum Beispiel eine Wohnung habe, dass ich einen Job habe, dass da meine Familie wohnt, dass ich mich mehrheitlich in Frankreich aufhalte. Ansonsten würde Frankreich möglicherweise die Ausstellung dieses Zertifikates verweigern. Dann kann ich die Ansässigkeit in Frankreich in Deutschland nicht nachweisen. Das wäre in Deutschland dann potenziell gefährlich, denn dann würde es möglicherweise in Deutschland zur Doppelbesteuerung kommen, denn ich kann ja nicht nachweisen, dass ich wirklich in Frankreich steueransässig bin und dort entsprechend gemäß des Abkommens dann Steuern bezahlen muss, in Deutschland aber nicht. So, ich möchte jetzt noch einmal auf das Thema Ansässigkeit im Abkommen eingehen. Da gibt es nämlich dann noch weitere interessante Details, die es zu beachten gibt. Also, wir haben schon besprochen, eine Person gilt dort als ansässig, wo sie ihren Wohnsitz hat. Hat sie einen Wohnsitz in beiden Ländern, dann gilt sie dort als ansässig, wo sich der Lebensmittelpunkt befindet. Jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragsstaat die Person den Lebensmittelpunkt der Lebensinteressen hat. Oder verfügt sie in keinem der Vertragsstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. So, hier sind wir jetzt also beim Thema 183 Tage. Das heißt, selbst wenn du in einem Land zum Beispiel keinen Wohnsitz hast, weil du vielleicht bei Verwandten wohnst oder bei Freunden, also das ist kein eigenen Wohnsitz, dann bist du dadurch, dass du dich in dem Land tatsächlich mehrheitlich aufhältst, dort ebenfalls im Kontext dieses Abkommens steueransässig. Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden oder in keinem der Vertragsstaaten, so gilt sie als in dem Vertragsstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. So, und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Bist du also jetzt zum Beispiel jemand, der in beiden Staaten, Deutschland und Frankreich, einen Wohnsitz hat, aber du hast keine Familie, du hast jetzt keine feste Arbeitsstelle, du hältst dich in keinem der Staaten besonders oft auf, weil du viel Reisender bist, weil du zum Beispiel um die Welt reist, dann wärst du nach diesem Abkommen, das ist eine Standardregelung, im Land deiner Staatsangehörigkeit weiterhin steuerpflichtig. Also das wäre, wenn du Deutscher bist, in Deutschland. Gehört die Person beiden oder keinem der Vertragsstaaten an, so werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage im beidseitigen Einvernehmen regeln. Also, was heißt das jetzt konkret für dich hier? Wie du unschwer feststellen kannst, machst du es dir und den Behörden besonders einfach, wenn du ein Setup hast, was möglichst einfach zu verstehen ist. Deswegen sprechen wir so oft auf diesem Kanal davon, dass du irgendwo auf der Welt einen tatsächlichen Wohnsitz haben solltest.
Denn wie du jetzt an diesem einfachen Beispiel hier von Doppelsteuerabkommen Frankreich-Deutschland gesehen hast, wenn du mal irgendwo einen Wohnsitz hast und das ist möglicherweise noch dein einziger Wohnsitz, idealerweise dein einziger langfristig eingerichteter Wohnsitz jedenfalls, also nicht irgend nur eine Briefkastenadresse, sondern eine wirkliche Wohnung, dann ist es schon ziemlich schwierig, dich im Rahmen dieser Abkommen als nicht dort steuerpflichtig anzunehmen. Also vor allen Dingen gilt das, wie gesagt, unter der Annahme, dass das dein einziger auf Dauer eingerichteter Wohnsitz ist. Wie du gesehen hast, ist der ständige Aufenthalt ja nachrangig. Das heißt, selbst wenn du irgendwo einen Wohnsitz hast und du bist dann relativ viel unterwegs, dann muss im Grunde vielfach unterstellt werden, dass sich eben deine steuerliche Ansässigkeit genau an diesem Wohnsitzstaat befindet. Du kannst das Ganze natürlich auch noch ausbauen, wenn du zum Beispiel in diesem Land, in diesem Wohnsitzland eine kleine Tätigkeit hast. Wenn du vielleicht dort eine Firma hast und du beziehst dort ein kleines Gehalt, dann ist auch noch der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen in dem gleichen Staat belegen. Dann hast du also zwei wichtige Merkmale, die darauf hindeuten. Das macht es noch schwerer, im Grunde genommen, für eine fremde Steuerbehörde zu sagen, du bist ja gar nicht in diesem Land steuerpflichtig. Immer letztlich auch unabhängig von der eigentlichen Anwesenheit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du mitnehmen solltest, vor allen Dingen, wenn du vorhast, viel zu reisen. Es ist immer absolut empfehlenswert, um im Kontext der internationalen Steuerabkommen zu sorgen, dass du irgendwo eindeutig ansässig bist, dass diese Ansässigkeit eben eindeutig zu bestimmen ist. Wie das Doppelbesteuerungsabkommen dann konkret bestimmt, wo welche Steuern bezahlt werden, darauf will ich jetzt noch einmal eingehen. Wir vergegenwärtigen uns nochmal das Beispiel, das ich vorhin genannt habe. Also der Mitarbeiter eines internationalen Konzerns, der in Deutschland arbeitet, der in Deutschland einen Wohnsitz hat, verzieht temporär mit seiner Familie nach Frankreich, um dort für die lokale Konzerngesellschaft tätig zu sein. Gemäß des Abkommens haben wir ja nun verifiziert, dass er letztlich in beiden Ländern einen Wohnsitz hat. Wenn man also die Wohnsitzregel zugrunde legt, wäre er in beiden Ländern steuerlich ansässig. Daher aber, dass er ganz klar in Frankreich den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen hat und ganz klar auch den Lebensmittelpunkt, ist letztlich die steuerliche Ansässigkeit im Sinne des Abkommens in Frankreich zu sehen. So, jetzt nehmen wir einmal an, dass unser guter Mann Kapitalerträge erzielt. Er hat ein deutsches Depot, dort hat er einige Apple-Aktien drin und er verkauft diese Apple-Aktien. Wo wird jetzt dieser Ertrag zu versteuern sein? Dazu gehen wir zurück zum Abkommen, wo nämlich dann genau das definiert ist. Also Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen. Diese Abkommen sind alle gleich strukturiert. Das heißt, zunächst mal befasst sich das Abkommen mit Immobilien, dann befasst sich das Abkommen mit Betriebsvermögen, dann geht es hier um Seeschiffe und Luftfahrzeuge, dann geht es um Aktien von Immobiliengesellschaften, wo die besteuert werden und schließlich kommen wir dann zu unseren Apple-Aktien. Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. So, jetzt haben wir ja zum Anfang des Abkommens geklärt, dass der Veräußerer in Frankreich ansässig ist, aufgrund des Lebensmittelpunktes, aufgrund des Schwerpunkts der wirtschaftlichen Interessen. Obwohl er nach wie vor in Deutschland einen Wohnsitz hat, obwohl er nach wie vor in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, muss er nun den Verkauf dieser Apple-Aktien nur in Frankreich versteuern. So, hier gibt es jetzt nochmal eine Sonderklausel, aber das betrifft jetzt nicht unsere Apple-Aktien. Darauf will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Und ähnlich wie es jetzt hier zu Gewinnen aus der Veräußerung von Vermögen geregelt ist, gibt es in dem Abkommen dann einzelne Abschnitte für alle möglichen Einkommensarten, selbstständige Tätigkeit, Aufsichtsratsvergütung, nicht selbstständige Arbeit, Entschädigung für Grenzgänger, Künstler, Sportler und so weiter und so fort, öffentlicher Dienst, Zinsen, Dividenden, Lizenzgebühren, also für alle Einkommensarten, die man sich so vorstellen kann, wird dann in diesem Abkommen geregelt, wo diese Einkommensarten jeweils zu versteuern sind. Zusammenfassend können wir also sagen, ja, unser Mann ist weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, auch wenn er in Deutschland im Kontext eines Doppelbesteuerungsabkommens nicht steuerlich ansässig ist. Die steuerliche Ansässigkeit ist also etwas anderes als die unbeschränkte Steuerpflicht. Das ist keine Frage von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Ich kann in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein, ohne dort im Sinne des Abkommens steuerlich ansässig zu sein. Das heißt, ich muss nach wie vor dann eine deutsche Steuererklärung einreichen als unbeschränkt Steuerpflichtiger, selbst wenn ich nichts in Deutschland versteuern muss. Weil gemäß des Abkommens ja definiert ist, dass sämtliche Einkünfte
im Staat der Ansässigkeit zu versteuern sind. Wie gesagt, das gilt natürlich nicht für alle Einkünfte. Habe ich jetzt deutsche Immobilien oder habe ich noch ein deutsches Gewerbe, dann sind natürlich diese Einkünfte in Deutschland zu versteuern und nicht primär in Frankreich. So, ich habe jetzt hier bewusst das Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich gewählt, weil Frankreich ja ein Hochsteuerland ist. Das heißt, da ist Deutschland relativ schmerzfrei. Deutschland weiß, naja, nach Frankreich zieht sowieso niemand, weil er dort steuerliche Vorteile hat. Also haben wir damit auch kein Problem, dass derjenige dann Steuern in Frankreich bezahlen muss. Franzosen, die in Deutschland leben, sind ja dann ebenfalls in Deutschland steuerlich ansässig und würden entsprechend ihre Einkünfte dort versteuern. Bei steuerlich attraktiven Ländern sind die Doppelbesteuerungsabkommen natürlich dann sehr viel restriktiver gestrickt. Also zum Beispiel beim Abkommen mit der Schweiz gibt es die sogenannte überdachende Besteuerung. Das heißt, in den ersten 5 Jahren sichert sich Deutschland hier noch weitreichende Besteuerungsrechte zu für Personen, die in die Schweiz umziehen. Bei Ländern wie zum Beispiel UK oder Irland gibt es sogenannte Rückfallklauseln. Das heißt, wir haben ja gerade das Beispiel hier behandelt, zum Beispiel bei der Veräußerung aus Kapitalvermögen. In Irland gibt es ja die Non-Dom-Regelung. Das heißt, wenn du in Irland wohnst und ausländische Einkünfte erzielst, verkaufte Apple-Aktie, und diese Erträge dann nicht nach Irland ausschüttest, sind die in Irland steuerfrei. Hier gibt es aber dann eine Rückfallklausel. Das Ganze ist ja dann aus deutscher Sicht doppelt und dreifach abgesichert. Das heißt, in dem Beispiel, was ich gerade eben gemacht habe mit Frankreich, wenn wir dieses auf Irland übertragen und du hättest in Deutschland einen Wohnsitz und würdest dann nach Irland ziehen, temporär, dann wären natürlich die Erträge, die in Irland nicht steuerpflichtig sind, in Deutschland zu versteuern. Und selbst wenn du zum Beispiel keinen Wohnsitz in Deutschland mehr hast und nur noch in Irland wohnst, dann regelt auch dort das Doppelbesteuerungsabkommen, dass bei deutschen Einkünften, also zum Beispiel Verkauf von deutschen Aktien, Deutschland ebenfalls ein Besteuerungsrecht behält, wenn du diese Einkünfte in Irland nicht versteuern musst. Das heißt also, wenn du in ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen umziehst, gerade wenn es sich um ein steuerfreundliches Land handelt, sagen wir einmal Schweiz, Malta, Irland, Zypern etc., dann ist es natürlich extrem wichtig, dass du im Vorfeld genau mit deinem Steuerberater oder Steueranwalt sprichst, was diese Konstellation genau für dich zu bedeuten hat, ob es eine Rückfallklausel gibt, ob dir weitere beschränkte Steuerpflicht gilt. Nicht, dass du davon ausgehst, dass du steuerliche Vorteile hast, obwohl diese in Wirklichkeit gar nicht mehr bestehen. Wenn auch du vorhast auszuwandern und dich im Ausland steuerlich optimiert aufstellen willst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensschutz, Firmengründungen und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.